Moin zusammen! Hier ist Wunschschnecke Mobil mit Sonja und Michael. Ihr sucht nach neuen, spannenden Reisezielen, eine Wohnmobil oder Wohnwagen für den Sommer, die nicht so überlaufen sind? Dann seid ihr bei uns genau richtig. In unseren neuen Reiseberichten nehmen wir euch mit auf eine unvergessliche Wohnmobilreise bis nach Rumänien. Unterwegs entdecken wir nicht nur mystische Orte, sondern testen auch neue Campingplätze und zeigen euch tolle Spots, an denen ihr kostenlos und autark frei stehen könnt. In diesem Video reisen wir mit unserem Wohnmobil nach Linnau in Sachsen-Anhalt. Weiter geht's nach Polen, wo wir mit Blick auf die Hohe Tatra übernachten. In der Slowakei erkunden wir dann die wunderschönen Altstädte von Lewoča und Prešov. Viel Spaß bei diesem Video! Wir starten! Unser erster Stopp auf dieser Reise führt uns nach Linnau. Und nein, nicht an den Bodensee, sondern nach Linnau in Sachsen-Anhalt. Zwischen Magdeburg und Wittenberg gelegen, ein kleiner, aber feiner Ort. Hier gibt es gleich 2 Wohnmobilparkplätze für insgesamt 3 Wohnmobile. Wir entscheiden uns für den Platz neben der Sporthalle. Tierische Nachbarn sind inklusive. Von hier kann man direkt in die Natur starten. Der zweite Parkplatz mit 2 Stellmöglichkeiten für Wohnmobile befindet sich direkt hinter der Burg Linnau, hier auf der Grasfläche. Hier ist es überall herrlich ruhig und entspannt. Perfekt zur Erholung, um die Gegend zu erkunden oder ausgiebig mit dem Hund Gassi zu gehen. Und apropos Burg. Ja, Linnau hat tatsächlich eine. Allerdings kann man sie leider nicht besichtigen. Dafür gibt's hier das Standesamt. Also, wer sich in einer echten Burg das Ja-Wort geben möchte, kann das hier tun. Wir sind in Czarna Góra, einem polnischen Skiort. Jetzt im Mai natürlich ohne Schnee. Daher kann man mit dem Wohnmobil hier super frei stehen, mit einer Wahnsinnsaussicht auf die Hohe Tatra.
Unser Stellplatz für die Nacht? Direkt auf dem Skiliftparkplatz. Und was sollen wir sagen? Super ruhig, keine Menschenseele, nur wir und die Berge. Am nächsten Morgen dann die Überraschung. Ringsherum wird hier fleißig gebaut. Der nächste Parkplatz ist dann genau das, was wir gesucht haben. Ruhig und entspannt, perfekt zum Arbeiten. Nicht weit entfernt gibt es den kleinen Tatschanski Camperpark mit 4 Stellplätzen, bei dem wir kostenlos Grau- und Schwarzwasser entsorgen können. Frischwasser bekommt man gegen eine kleine Gebühr. Übrigens, Internetempfang? Perfekt. Selbst über Telefon. Also ideal für alle, die auch unterwegs nicht auf schnelles Netz verzichten wollen. Und was darf am Abend natürlich nicht fehlen? Genau, eine richtige leckere Pizza. Im Restaurant Tatra Gusto und ein Nachtisch zum Teil. So lässt sich's aushalten. Unser nächster Stopp? Levertscha. Wir parken kostenlos direkt außerhalb der Stadtmauer. Du bist fasziniert von der Straße. Das ist der direkte Weg ins Zentrum. So ein tiefenentspannter Ort. Einfach traumhaft. Die wunderschöne Altstadt zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wir schlendern durch die Altstadt und bestaunen die hübschen historischen Häuser. Und wir genießen das Flair. Besonders ins Auge fällt das Turzuhaus im Renaissance-Stil. Heute sitzen hier Teile des Staatsarchivs. Eins, zwei, drei Holzköpfe. Ah, so ist das.
Und dann entdecken wir noch eine ganz eigene Art der Straßenberuhigung à la Levoča. Anstatt die größten Schlaglöcher zu flicken, stellt man hier einfach ein paar Warnbalken drumherum. Problem gelöst. Levoča ist ein wunderschöner Ort mit viel Geschichte und Charme. Ja, auf dem Hinweg ging es hier noch super durch. Der Rückweg ist uns jetzt versperrt, weil sich da jetzt ein Bauzaun befindet. Unten ist, glaube ich, auch einer. Ja, hier rechts ist auch eben ein Mitarbeiter von der Security reingegangen. Möglicherweise hat er das aufgestellt. Naja, wir werden jetzt mal gucken, wie der kürzeste Weg wieder zurück zum Parkplatz ist. Am Abend erreichen wir die Burg Zipse, die aus dem 12. Jahrhundert stammt. Auf dem Parkplatz kann man super autark stehen und übernachten. Am nächsten Morgen kraxeln wir um 8 Uhr früh bei bereits 25 Grad nach oben, um die Burgmauern aus der Nähe zu betrachten. Die Burg und ihre Umgebung wurden mehrfach als Kulisse für Märchen und Fantasy-Filme verwendet. Für 5 Euro Eintritt kann man das Innere der Burgruine besichtigen. Wir schauen aber nur kurz durch das noch verschlossene Tor. Prešov ist mit 82.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt der Slowakei. Wir parken Samstagmittag direkt in der Altstadt auf dem bewachten Zentrumparkplatz für 50 Cent pro halbe Stunde. Jede dritte Stunde ist kostenlos. Bezahlt wird bei der Ausfahrt direkt beim Mitarbeiter im Häuschen. Die hier brauchen wir nicht, denn zur Altstadt ist es nur ein Katzensprung. Prešov wurde an einem Ort gegründet, der schon in der Antike Menschen anzog. Erste Siedlungsreste datieren auf 80.000 vor Christus. Erstmalig erwähnt wurde der Ort 1247. Neptun und Co. sitzen hier aktuell noch auf dem Trockenen. Wir erleben erneut eine total entspannte Slowakei, ohne Touristenmassen und perfekt mit dem Wohnmobil auch am Wochenende gut zu besuchen.
Genau hier verläuft der 49. Breitengrad. Trezhevs parallel. Übrigens, man soll ihn nicht füttern. Die 4 Meter hohe Statue ist nach einem Pferd benannt, das einst einem ehemaligen Bürgermeister der Stadt gehörte. Dieses Denkmal erinnert an den Besuch von Papst Johannes Paul II. Vom 2. Juli 1995. Bevor es weitergeht, stärken wir uns noch auf der idyllischen Sommerterrasse des Restaurants Sharishka Shisha mit traditionellen Gerichten. Nach 4 tollen Stunden geht unsere Reise weiter. Wir steuern unseren nächsten Übernachtungsplatz an. Ein schöner, ruhiger Campingplatz, perfekt für Wohnmobile und Wohnwagen. Aber wird er auch halten, was er verspricht? Am nächsten Tag heißt es dann Tschüss Slowakei, hallo Ungarn. Seid gespannt, was uns dort erwartet. Ihr sucht nach weiteren Tipps, wohin ihr im Sommer 2025 stressfrei und fernab vom Massentourismus mit dem Wohnmobil reisen könnt? In den nächsten Videos zeigen wir euch noch viele tolle Plätze. Abonniert dafür doch einfach unseren Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Das hilft uns sehr, um weiter spannende Reiseberichte für euch machen zu können. Bis zum nächsten Mal.